Ich bin Saint-Germain und ich heiße euch willkommen hier zum heutigen Treffen in der Altamira-Schule, der kosmischen Schule. Und ich danke euch, dass ihr hier seid, in Präsenz, in Form. Und ich habe heute mir überlegt, mit euch ein bisschen in das Basisverständnis zu treten, ein paar offene Fragen zu klären und ein Fundament zu schaffen, um voranzuschreiten hier in unserem Jahr zusammen. Mir ist wichtig, dass ihr versteht, wie wichtig es ist, die Inkarnation, in der ihr euch jetzt befindet, anzunehmen, anzuerkennen und zu wertschätzen. Und euch einladen, aufzuhören, in der Zukunft zu sein. Weder in der Planung von Zukunft, noch in den Ängsten von Zukunft. Und ein Hinweis von mir an euch. Angst ist einer der größten Magnete eurer Realitätsfabrik. Einer der stärksten Magnete eurer Realität. Wenn in euch noch immer Angst existiert, ist das der Magnet, der euch in dieser Situation hält und ein Voranschreiten und ein Ausdehnen verhindert. Hier lade ich euch ein. Lauft nicht vor eurer Angst weg, sondern schaut hin. Und ihr werdet sehen, dass diese Angst eine Idee ist. Dass in dieser Angst eine Illusion beruht. Eine Illusion, an die ihr gelernt habt zu glauben. Und damit als eure Wahrheit und eure Realität anzusehen. Eine Angst ist nicht mehr und nicht weniger als eine Idee in Kombination mit Emotion. Und ihr habt gelernt, dass Emotionen aus dem Verstand heraus erschaffen werden. Der Verstand selbst ist ein Symptom von tiefem Fokus. Und damit hier immer präsent in dem Menschen. Dass hier der Verstand Emotionen erschafft, die magnetisch sind, ist vollkommen normal. Emotionen sichern das Überleben des Körpers. Und hierfür ist der Verstand ausgelegt. Der Verstand soll das Überleben des Körpers sichern und gewährleisten. Denn in dem tiefen Fokus können Dinge nicht gesehen werden, wie sie in Wahrheit sind. Fokus bedeutet eine limitierte Wahrnehmung. Und noch limitierter ist die Wahrnehmung in Kombination mit den Emotionen des Verstandes, den Emotionen, die das Überleben sichern sollen. Und so hält die Emotion von Angst hier in Co-Kreation mit den Ideen, die der Verstand übersetzt, eine Realität in Aktion. Bedeutet, es sichert euer Überleben in dieser Welt, an die ihr glaubt. Schließen wir das, was ich soeben gesagt habe, noch einmal auf, um es zu vereinfachen. Ihr befindet euch in tiefem Fokus. Dadurch könnt ihr nur ein begrenztes Spektrum eurer Realität wahrnehmen. Dieses begrenzte Spektrum eurer Realität wird übersetzt durch euren Verstand, der nur existiert, da ihr euch in Fokus befindet. Die Navigationshilfen des Verstandes sind Emotionen. Und damit in dem tiefen Fokus ihr noch weiterhin die Navigation aufrechterhalten könnt, erschafft ihr Überlebensmechanismen, Emotionen und Gesetze. Gesetze alias Glaubenssätze, Realitätsstrukturen. Und diese Realitätsstrukturen erschaffen sich
durch niedrige Ideen, wie die Idee von Problemen, Herausforderungen, Gefahren, Feinden und Freunden. Essen, Schlafen, Partnerwahl. Es bedeutet nicht, dass hier zu verurteilen ist, einen Partner zu wählen oder besagte Dinge zu tun. Doch all das strukturiert hier im Detail eure Realität, durch die ihr euch mit eurem Verstand navigiert. Bevor wir überhaupt beginnen können, den Sinn von Fokus weiter zu öffnen, ist es wichtig, den Verstand in Frieden und in Ruhe zu bringen. Und hierzu ist es wichtig, in Präsenz zu sein und sich anzusehen, welche Überlebensmechanismen, welche Emotionen mit magnetischer Wirkung in eurem Verstand noch aktiv sind. Wenn ihr in eine Welt treten möchtet, die über die Kapazität der Wahrnehmung eures Verstandes hinausgeht, buchstäblich noch nicht Teil eures Verstandesspektrums ist. Wenn ihr ein Leben in Mangel gelebt habt, kennt ihr noch kein Leben in Fülle, nicht wahr? Wenn ihr in ein Leben von Fülle gehen möchtet, ist es von äußerster Bedeutung, hier in dem Achtsamkeit, Momentum, aufmerksam zu sein, welche Überlebensmechanismen euch limitieren in eurem Fokus und euch magnetisch in der Realität von Mangel halten. Welche Ängste sind der Magnet? Welche Gedanken formen die Ängste? Und wenn ihr erkennt, dass die Ängste nur basierend sind auf weitere Gedanken und Illusionen, die der Verstand gelernt hat, als bedeutend einzustufen, kann, wenn die Bedeutung herausgenommen wird, die Angst sich lösen. Kurzum, es ist Zeit, seinen Verstand umzuprogrammieren. Und das geschieht nur im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit.